Oh, die hat richtig Power. Halt eine Feuervinaigrette, eine Drachenvinaigrette. Heute machen wir ein Gericht, das wollte ich schon lange mal machen, weil ich das eigentlich mindestens einmal die Woche esse. Und zwar machen wir heute ein Lachsfilet. Das braten wir und zwar heute diesmal endlich mal wieder auf dem Grill. Allerdings die Vorbereitungen, die treffen wir hier drinnen. Und wie wir das machen, werdet ihr jetzt sehen. Herzlich willkommen zu Ratzfatz Schlimm. Lecker Leichtes aus Grill, Pfanne und Ofen. Den Lachs, den machen wir heute endlich mal wieder auf dem Grill. Und zwar werden wir den in 2 Variationen machen. Dazu erzähle ich gleich noch mehr. Zu dem Lachs werden wir uns heute Drillinge machen. Die werden wir auch auf dem Grill backen. Das sind hier wunderbare Drillinge aus Zypern. Wenn man die kauft, das sieht man meistens, die haben so eine rötliche Erde noch dran. Muss man erstmal abwaschen. Die habe ich jetzt alle schon gewaschen, aber die haben halt noch so einen anderen Geschmack. Ich finde die ganz lecker. Und dazu machen wir uns Feldsalat mit einer leckeren Vinaigrette mit einer Geheimzutat. Den Lachs selber werden wir zum einen anbraten in der Pfanne auf dem Grill und dann fertig garen auf dem Holzbrett und zum anderen fertig braten auf dieser Pfanne. Der Unterschied ist, auf dem Holzbrett wird theoretisch werden da so ein paar Räucheraromen freigesetzt, die dann in den Fisch gehen. Auf der Pfanne im Gegensatz dazu wird dafür die Haut etwas knuspriger. Ich mag es sehr gerne, wenn die ein bisschen knusprig ist. Und was wir dafür brauchen, seht ihr jetzt. Die genauen Mengenangaben für 2 Personen findet ihr unten in der Box. Für den Feldsalat brauchen wir 3 Esslöffel weißen Balsamico-Essig oder einen guten Weißweinessig, 1 Teelöffel Senf, 1 Teelöffel Xylit bzw. Birkenzucker. Man kann auch Erythrit nehmen, allerdings ist Erythrit nicht ganz so von der Süßwirkung nicht ganz so effektiv. Ja, lieber 1,5 oder 2 Teelöffel. Dann 1 Esslöffel ordentliches Olivenöl und die Geheimzutat. Man muss sie nicht benutzen. Aber ich fand es auch als Farbgebung perfekt. Einen halben Teelöffel rote Beetepulver. Das ist nicht ganz so einfach zu kriegen. Bei diesem großen Versandhandel kann man es bestellen. Wie gesagt, kann man auch weglassen. Ich mache es mit dran. Der Geschmack ist ein Ideechen pfiffiger und einfach die Farbe wirkt einfach klasse. Um diese Holzbretter im Grill zu benutzen, da scheiden sich durchaus die Geister, aber ich halte es für sinnvoll, sollten wir das Holz erstmal wässern, sonst verbrennt es doch relativ schnell. Ob es nur 20, 30, 40 Minuten, das behaupte ich mal, ist relativ egal, aber ein bisschen wässern sollten wir, also mindestens mal eine Viertelstunde, würde ich empfehlen. Und die gusseiserne Pfanne, die braucht das nicht. Anfangen werden wir mit den Kartoffeln. Die Kartoffeln brauchen etwa 45 Minuten auf dem Grill. Die lege ich oben auf den Warmhalterost, damit die nicht zu dicht an der Flamme sind. Aber der Nachteil ist halt, die brauchen etwas länger. Die werden wir uns mit einem Esslöffel Wasser beträufeln. Das brauchen wir, das verdampft dann und in diesem Päckchen werden die Kartoffeln dann mit dem Wasser gegart, mit dem Wasserdampf. Darüber ein bisschen italienische Kräuter
grobes Meersalz. Wer möchte, kann auch Fleur de Sel nehmen. Und so ungefähr einen halben Teelöffel Olivenöl. Und dann werden die so zugeschlagen. Möglichst dicht zugedrückt. Und kommen dann so wie sie sind auf den Grill. Jetzt ist er an. So, den Grill, den heize ich jetzt vor. Ich mache die Außenbrenner an. Und beim Vorheizen oder beim Aufheizen können die Kartoffeln schon oben rauf. Die lege ich tatsächlich hier über die Hitze, aber durch den großen Abstand werden die relativ lange brauchen, um heiß zu werden. Anschließend werde ich die Pfanne auch rauflegen. Die wird dann auch so ein bisschen vorgewärmt. Wenn es denn losgeht, werden wir einen Tropfen Rapsöl in die Pfanne geben. Die Lachsfilets darin anbraten, von beiden Seiten. 2 Minuten auf der also auf der Fleischseite. Und dann 3 Minuten erstmal auf der Hautseite. Dann werde ich die trennen, zum Teil auf der Hautseite weiter braten, bis sie fertig sind. Und das andere aufs Holzbrett legen, welches hier schon gewässert wird. Eine Kerntemperatur werden wir von 57 Grad anpeilen. 37 wäre ein bisschen wenig. 57 Grad. Das ist für meinen Geschmack perfekt. Bei 57 Grad fängt der Lachs gerade an, von diesem glasigen ins Feste zu wechseln. Und ist noch super saftig, aber halt auch nicht mehr so roh und für mich ideal. Selbstverständlich könnt ihr für die Kartoffeln statt den italienischen Kräutern auch Kräuter de Provence nehmen oder welche Kräutermischung euch auch am liebsten ist. In der Zwischenzeit werden wir uns um die Vinaigrette für den Feldsalat kümmern. Die Geheimzutat rote Beetepulver habe ich von dem Daniel von der Odenwälder Feuerküche mir ausgeliehen. Schönen Gruß an dieser Stelle. Und ja, findet einfach wirklich, wirklich klasse. Und zwar werden wir dafür den Essig und den Senf mit dem Birkenzucker und dem Öl. Ja, warte mal. Zack. Und dem Öl vermischen. Ja, daraus wird eine Vinaigrette entstehen. Die kriegt so eine leichte Bindung durch den Senf. Diese würzen wir dann, das hatte ich eben noch vergessen, mit ein bisschen Pfeffer und einer guten Prise Salz. Und fangen jetzt an, aus dieser Vinaigrette eine Feuervinaigrette zu machen. Eine Drachenvinaigrette. Und zwar kommt jetzt okay. Das rote Beetepulver dazu. Und ja, diese Farbe dann auf einem grünen Salat, das wirkt einfach echt sehr lecker. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But
but tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. Mit dem Fisch brauchen wir nicht groß was vorbereiten. Ein paar Prisen oder eine Prise pro Filet von dem Zucker werden wir uns drüber streuen. Beim Anbraten karamellisiert der ein wenig. Und schon etwas Salz. Zum Schluss müssen wir allerdings nochmal ein bisschen nachsalzen. Und das war's dann schon. Und dann kommt er jetzt auf die Pfanne. Ja, ein bisschen Zucker. Ich nehme hier braunen Zucker, aber das ist relativ egal. So, das war hier insgesamt ein Teelöffel für 3 Filets. So, das reicht, nicht mal den Teelöffel verbraucht. Und ein wenig Salz. So, und die kommen jetzt in die Pfanne. Das Holz ist jetzt lange genug gewässert, im Wasser gewesen, gewässert worden. Das werde ich jetzt einmal abtrocknen und dann werden wir den Fisch rauflegen. Dazu ziehe ich mir die Pfanne in die Mitte, in den indirekten Bereich. Machst du etwa 1 Teelöffel Rapsöl drauf und werde den Fisch auf der Fleischseite zuerst anbraten. So, das jetzt so etwa für 2 Minuten. So, nachdem der Fisch jetzt 2 Minuten auf der Fleischseite und ungefähr 2 Minuten auf der Hautseite angebraten ist, kommt er hier aufs Holz. Ja. Und dann werde ich den hier in dem indirekten Bereich liegen lassen. Und die anderen 2 Filets auch noch in der Pfanne anbraten. Der Salat und die Vinaigrette haben 0, die Kartoffeln 4 so eine Drillinge, da sind wir bei 3 Dingster. Der Fisch sind wir im blauen Bereich natürlich auch bei 0. Und ja, so ein Drittel Teelöffel Zucker, sagen wir mal noch 1 Dingster dazu, sind wir insgesamt heute bei 4 Dingster. Dann werden wir mal auspacken. Sieht das gut aus. Guten Appetit! Also. Kartoffeln, wie ich sie liebe. So, und jetzt mal den Vergleich. Der Lachs aus der Pfanne. Halt so ein bisschen knusprig unten. Ich versuche mal, vielleicht könnt ihr das sehen hier. So, und das ist der vom Holz. Der ist halt nicht ganz so knusprig. Aber den werde ich jetzt auch mal kosten.
Mindestens genauso lecker. Ja. Unterm Schnitt muss ich sagen, ich mag diese Knusprigkeit. Ich finde ihn in der Pfanne besser, aber die Geschmäcker sind verschieden und das ist auch gut so. Und jetzt werde ich die Vinaigrette noch probieren. Geil. Oh, die hat richtig Power. Halt eine Feuervinaigrette, eine Drachenvinaigrette. Ich hoffe, euch hat das Video heute gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei wärt. Lasst mir einen Daumen hoch da, erzählt es weiter. Ich freue mich über jeden Abonnenten und über jeden Kommentar. Der eine oder andere traut sich ja mal. Unten da einfach mal einen Kommentar schreiben, wie es euch gefällt, Anregungen, Wünsche, was auch immer. Und achso, und da unten, da ist die Glocke. Und wenn ihr die betätigt, dann werdet ihr automatisch erinnert, wenn das nächste Video rauskommt. Also wer das noch nicht gemacht hat, wäre ja vielleicht mal eine Idee. Ansonsten bleibt gesund, euer Carsten. Ciao.